Und moin zusammen, ist Tarius hier nach ziemlich langer Zeit. Ich glaube, es ist echt lange her, dass ich mal einen Rundgang gemacht habe. Ich hoffe, euch haben die ganzen Shorts und der Trailer zum Theater gefallen. Ich hatte halt einfach keine Lust, Rundgänge zu machen. Da war das mit den anderen Videos irgendwie leichter. Aber was soll's. Es freut mich im Übrigen auch sehr, dass mittlerweile echt viele Leute das Projekt verfolgen. Das ist echt toll. Und für die einigen, die es mitgekriegt haben, unter dem Trailer-Video vom Theater sind auch die Save-Files drunter zum Downloaden. Ich packe die auch dann hier unter das Video drunter. Da kann sich das jeder auch selbst angucken. Weil das wird jetzt ein bisschen längeres Video, weil, keine Ahnung, ich glaube, das letzte ist vom Oktober 25. Also legen wir mal los mit dem Rundgang. Am besten hier im Palast gleich. Da fangen wir am besten an mit dem neuen Bad. Das ist ja auch schon länger her. Das gab es ja auch nur als Short. Immerhin, das Wasser ist noch da. Das ist ja auch nichts Selbstverständliches. Also der Raum an sich ist gleich geblieben. Ich weiß gar nicht. Ich habe eigentlich nur das Schwimmbecken umgeändert. Ich habe den Drachenkopf da dran genagelt anders. Ja, ist halt jetzt Wasser drin. Ja, zwei Köpfe ineinander. Und ich habe hier auf dem Boden vom Schwimmbecken äh, tauchen, tauchen, tauchen. Ähm, wie taucht man? Hä? Okay, ich würde euch gerne zeigen, aber oder? Hä, kann man im Bauhammer nicht tauchen? Egal. Ja, ja. Ignoriere mal. Ja, hier unten ist nochmal so ein Gondor-Baum-Emblem drin im Boden. Ist die erste Version. Ich habe eine zweite gebaut, die sehen wir dann später. Die ist etwas filigraner. Und noch ein bisschen Beleuchtung halt. Hier drunter sind blaue Leuchtsteine drunter, damit das Wasser halt so blau leuchtet. Und halt nochmal die gelben, damit das nicht ganz so krass blau leuchtet nur. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie, wenn das Wasser so blau leuchtet. Und durch die Mosaike sieht man es auch nicht. Dass man nicht mit dem Hammer tauchen kann, ist sehr interessant. Okay, dann gehen wir mal nach draußen. Gucken uns den Brunnenplatz an. Ja, wie man sieht, ich habe den Boden innerhalb des Kreises hier ausgetauscht mit den Schlossblöcken. Habe aber nicht alles ausgetauscht. Ich war mir dann doch unsicher, ob ich das dann alles tausche. Ich habe es erstmal so gelassen. Ja. Brunnenweißer Baum, das kennt man ja irgendwo her. Auch wenn es jetzt nicht Minas Tirith ist, aber warum nicht? Mir gefällt das irgendwie. Der Baum ist aus Kalkstein, den Laubwerk und Schnee. Warum Schnee? Weil der Kalkstein einfach nicht weiß genug ist dafür. Aber nur Schnee ist zu äh, instabil. Also wenn ich jetzt hier drauf hüppe, dann, naja, geht er halt weg. So hat er ein bisschen mehr Stabilität. Genau das. Ja, ich denke mal zur vorigen Version auf alle Fälle eine Verbesserung und kommt ganz gut ran an das, was es auch sein soll. Und das Wasser backt rum. Das ist neu. Aber wenig überraschend, deswegen ignorieren wir das einfach mal und gehen weiter. Jetzt gehen wir
in den ersten Ring. Gucken wir uns mal auch den Aquädukt an. Also, falls man nicht in einen Short es gesehen hat, das Wasser kommt hier aus dem obersten Ring runtergeflossen über ein Tunnelsystem und fließt dann in den See im ersten Ring. Ja, ich kann fliegen. Also für die es immer nicht mitgekriegt haben, ich spiele mit Mods, da kann man auch fliegen und all sowas machen. Ist dann fast wie Minecraft Kreativmodus. Nur ein bisschen umständlicher zu installieren. Ja, dann hat man hier halt die Brücke. Hier ist gerade der Bereich, wo ich aktuell ein bisschen baue, um ein bisschen was zu machen. Und nichts Größeres anfangen zu müssen. Ja, also nichts Besonderes. Und dann fließt das ja alles in den kleinen See im ersten Ring. Der ist aber noch nicht final, weil ich bin mir unsicher mit der Größe. Eigentlich ist so ein See für den unteren Ring ungeeignet, aber irgendwie wollte ich einen haben. Ich weiß nicht, ob der noch größer wird. Ich glaube, hier kommt mal ein Wasserlauf später lang, hier in die Richtung. Weil ich hier im Westen eine Schmiede bauen will, die per Wasserräder angetrieben wird. Und da muss das Wasser ja auch irgendwo hin. Und das hier ist der tiefste Punkt vom ersten Ring. Ich muss mal schauen, ehrlich gesagt, will ich aktuell nicht im ersten Ring bauen, unnötig viel. Da ich nicht weiß, ob das Projekt jemals fertig wird in der Größe und ich vielleicht doch irgendwann, warum auch immer, diesen ersten Ring aufgeben muss. Ich weiß es nicht. Aber meistens mache ich es dann trotzdem, weil who cares? Ja, ein besonderes Highlight für die, die es schon gesehen haben, die Statue. Inspiriert von der Statue von Isildur aus Minas Tirith, die hinter dem Haupteingang, also im Haupttor auf dem Platz steht. Ist quasi die zweite Version. Die erste Version war ja hier drüben aus Terraforming-Material. Dieses aus Blöcken und dann mit Props verkleidet, also diesen Versorgungssäcken, den Kalksteinvasen und Geschirren, sowas. War eine Menge Arbeit, aber ich denke, es ist echt gut geworden eigentlich. Also, ich habe probiert, viele Details reinzubringen und ich denke, man kann auch sehr gut jetzt erkennen, was es sein soll, im Gegensatz zur vorigen Version. Ich meine, ist noch Luft nach oben bestimmt, also man kann es bestimmt alles noch ein bisschen feiner machen und detaillierter vielleicht, aber es ist halt auch nicht einfach, da eine relativ glatte Oberfläche zu bekommen und das alles. Und ich wollte auch ehrlich gesagt auch nicht zu viele von den Props oder Assets da ineinander stacken, weil das sind ja schon echt ein paar tausend für die eine Statue. Ich muss ja ein bisschen ressourcensparend arbeiten, sagen wir mal so. Ja, dann gucken wir uns ein paar neue Häuser an und dann gehen wir zum großen Theater, was vom Trailer vom letzten Jahr da war. Überleg gerade. Wir können eigentlich mal kurz hier runter gucken. Ist jetzt nichts Weltbewegendes hier, wo ich gerade dran baue. Äh, für Leute, die sich jetzt wundern, die Bögen, die gibt es nur aus dem Tool, aus der Cheat Engine. Die gibt es sonst nicht in Vanilla. Aber ich finde die halt echt geil. Die müssten zwar eigentlich ein bisschen näher zusammen, weil die nicht für die Spannweite gedacht sind, aber die sind halt einfach viel geiler als die, die wir sonst haben. Kann man nichts machen. Ja, sonst ist das hier halt das Tor vom zweiten Ring. Ja, also sind halt normale Wohngebäude. Die sind noch nicht fertig. Das ist jetzt ganz, ganz grob. Das ist schon mal was da ist. Hier noch ein Gebäude hinkommt, weiß ich gar nicht. Eigentlich ein bisschen zu wenig Platz und da das Trebuchet da oben rumsteht, kann ich das Gebäude auch nicht hochziehen, was ich glaube, ich pflanze da einfach einen Baum hin und mache ein bisschen Grünzeug hin. Ich meine, wird wahrscheinlich eh nicht viel Grün am Ende übrig bleiben von der Stadt. Ja,
Ja, sonst so ein Gebäudedesign halt, das ist das klassische Design halt so von den gondorianischen Gebäuden. Nix, nix Weltbewegendes, relativ hohe Turmgebäude halt, um, ich sag mal so, den geringen Platz der Stadt optimal auszunutzen, da auch die Straßen relativ schmal sind hier, vor allem in den oberen Ebenen. Da baut man halt nach oben. Jo, gehen wir mal weiter. Die hat man alle schon letztes Mal gesehen. Ich glaube, das Gebäude habe ich dann nicht fertig gehabt hier an der Seite. Das ist definitiv neu. Da habe ich auch zum ersten Mal, glaube ich, mal die Etage oben drauf breiter gebaut als die unten. Ein relativ großes Gebäude, halt entsprechend für den oberen Ring halt, wo ja die wohlhabendere Schicht auch theoretisch angesiedelt ist. Also sind auch die Häuser dementsprechend größer gebaut. Sonst habe ich hier noch so ein tolles Turmgebäude hingebastelt hier um die Ecke. Das war aber schon immer so der Plan. Mit einer wirklich runden Kuppel, die ja aus diesen Bögen von uns ja sind. Die Fenster sind aus dem Tool, die gibt's so nicht. Ich wollte die einfach mal probieren, aber die haben halt kleines Problem, dass die nicht so ganz perfekt in Steine reinpassen. Aber das könnte man mit anderen Props und Assets lösen, aber wollte ich jetzt in der Stelle nicht. Ich wollte es einfach mal probieren. Und ich habe diese tollen Listen hingestellt. Ähm, Wäre schön, wenn es Katapulte im Tool geben würde, aber leider gibt es nur diese Ballisten. Aber hey, die sind ganz. Die meisten von den Dingern sind aber kaputt und das ist echt doof. Steht hier eins und da unten steht eins, wenn es rendert. Da. Ich finde es ganz praktisch, weil es eine gute Ergänzung ist zu den Trebuchets. Ich sag mal so, in der Welt gibt es ja Drachen. Also warum keine Drachenballisten hinstellen? Da werden wahrscheinlich auch noch viele Türme folgen, wo die Dinger dann platziert sind, so ergänzend zu dem anderen Verteidigungskram. Ja, hier haben wir noch ein relativ großes Gebäude auf alle Fälle, also schon fast ein halbes Anwesen eher. Relativ viele Etagen, direkt neben dem großen Theater. Eine schöne verschachtelte Struktur und das hier wollte ich unbedingt haben, dass man diesen Aufgang unter diesen Säulen halt hat hier. Die ganzen Wohngebäude, die jetzt neu dazu sind, sind halt alle nicht eingerichtet, weil gleich werden sie eingerichtet, aber sind halt an Priorität ganz, ganz hinten, weil ich die öffentlichen Gebäude halt einrichten will, wie das Theater zum Beispiel. Das ist relativ gut eingerichtet, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich würde sagen, wir gucken aber nochmal von außen über das Theater. Also ein größeres Gebäude auf alle mit Kuppelbau, zwei Türmen vorne dran und ein quasi, ja, was soll man sagen, so eine höheren Sektion halt an den Türmen halt dran. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie ich auf das Design gekommen bin, so richtig. Ich meine, mit den Kuppeln, das habe ich immer noch aus Herr der Ringe mit ein bisschen aus Osgiliath halt. Ähm, Hier hat man so einen tollen, riesigen Sonnenschirm quasi aus den neuen roten Bannern. Keine Ahnung, ich wollte irgendwas hinstellen und irgendwie hat sich das angeboten. So auf diese, ähm, ja, ist ein kleiner Turm halt. Es sollte eigentlich nur zur Verstärkung vom Gebäude sein, weil das so nah an der Kante gebaut ist. Ja, also nix Weltbewegendes. Ich sag mal so, das, was ich ja baue an Architektur, ist ja alles relativ ähnlich in den meisten Fällen. Am Eingang hier ist das zweite Emblem, was ich meinte von dem Bad eben. Das ist aus den Bronzetassen gebaut. Da kriegt man halt sehr feine Linien hin, wenn man diese Henkel quasi nur rausgucken lässt. Also von der Seite her ist es halt so rund. Aber von vorne her kriegst du schon ein sehr detailliertes Bild damit hin. Die Wand muss halt ein bisschen dicker sein.
2 Blöcke oder 1 Block. Kommt drauf an, ich habe es hier vertieft. Aber da kann man ganz coole Sachen mitmachen, denke ich auf alle Fälle. Ja. Sonst, ich halte diese Halbmondform halt hier vorne zum Eingang hin, damit das alles nicht zu kantig wirkt. Auf alle Fälle mit den Türmen dann auch. Gucken wir mal rein. Da haben wir erstmal den Eingangsbereich mit der Rezeption, Kasse, Empfang. Ich habe keine Ahnung, wie man es nennen will. Ja, kann man sich ebenfalls hier ein Ticket holen. Sonst, ja, innen drinne, wie man sieht, gehobenes Aussehen auf alle Fälle. Prestigeträchtig. Da ich ja auch die Obsidiansäulen verwendet habe und es ist schon so ein kleines Highlight von der Stadt halt, deswegen auch im oberen Ring gebaut. Zum Glück hat's hingepasst. Zwar, ich muss sogar den Berg ein bisschen erweitern dafür. Ja. Ey, ich sag's gleich, ich bin kein Meister fürs Dekorieren. Das können andere bestimmt viel besser als ich. Ich baue ehrlich gesagt viel lieber. Ja, genau, der Empfang. Hier gibt es nochmal 2 Toiletten also auf jeder Seite eine hier. Ganz wichtig. Der rote Teppich, der kommt mir hier auch ganz zugute. Da sieht das nicht so nackig aus mit dem Boden hier. Wäre zwar schön, wenn es den Teppich in anderen Farben auch geben würde, aber naja, man kann ja mal hoffen, dass das mal so weit kommt. Oder irgendwer kriegt das dann später mal gemoddet, wenn mal Mod-Support kommt. Wir werden es sehen. Dann, welche Etage fangen wir an? Ich fange jetzt einfach mal hier an. Wie gesagt, ihr könnt euch das ja auch selbst angucken, wenn ihr die Karte runterladet. Ja, wie man sieht, ein riesiger Saal in der Kuppel. Außen war es aus Mitternachtsblock gebaut. Hier drinnen ist es aus dem Sternenlichtblock. Das gibt halt einfach eine geile Atmosphäre mit den Kronleuchter. Ist so ein bisschen so das Ding halt. Du hast ja sehr blaues Licht von oben durch diesen Block. Und der Kronleuchter halt, das ist halt wie so ein Funkeln in der Nacht. Und ja, es ist halt alles nicht zu dunkel, aber auch nicht zu hell. Ich wollte ja auch, dass es nicht zu hell wird in dem Theater, wäre ja sonst auch ein bisschen komisch. Ja, sonst Wandteppiche, äh, echte Deko. Ich wollte jetzt auch nicht so viel hier reinstopfen. Ich habe probiert, auch relativ viele Besucher hier hinzubauen, weil, ja, wenn es leer wäre, wäre echt doof. Ich mach, glaub mal, die Tür zu. Es leuchtet ein bisschen stark hier rein. Weil angeblich sollen die ab einer bestimmten Anzahl auch unsichtbar werden oder irgend sowas. Ich habe das Problem bis jetzt noch nicht, aber ich habe schon relativ viele mittlerweile auf der Karte platziert. Deswegen, ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, also Zuschauertribünen. Also einmal hier im Hauptteil in der ersten Etage als Ring und in der zweiten Etage. Und eine Loge halt für die königlichen Herrschaften hier. Gehen wir gleich hin. Einen Chor in diesem Chorgraben, glaube ich, heißt das. Ich weiß es nicht. Kenne mich damit nicht aus. Und halt der Bühne. Mit einer ikonischen Szene aus Herr der Ringe, aus dem Prolog, erster Teil. Wie Sauron den Ring verliert. Abgeschnitten von Isildur. Warum ich die Szene genommen habe? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, dass man die am besten darstellen kann. Aber ich glaube, man hätte auch andere Szenen machen können. Aber dann hätte man wahrscheinlich mehr ein Bühnenbild bauen müssen. Hier reicht das ja mit den Figuren und mit den Felsen und so. Da braucht man nicht so viel. Bei anderen Szenen hätte man vielleicht irgendwas bauen müssen, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig. Genau. Den Sauron habe ich zum Beispiel aus 2 Figuren gebaut, weil sonst kriegst du diese Position nicht hin von dieser Handhaltung zur Waffenhaltung und so. Man sieht es auch nur aus bestimmten Winkeln, dass es 2 sind. Also, ja, die Krone war ein bisschen schwierig hier. Gott sei Dank gibt es hier irgendwelche Suppenlöffel. Hier hinten kommt man dann halt
zur, boah, naja, halt hinter den Kulissen halt. Also, keine Ahnung, Vorbereitungsraum, wie man es auch nennt. Ich habe keine Ahnung. Anprobe. Mit einer Menge Kram, das Bühnenbild, Leute, Helfer, Darsteller, alles Mögliche, was man halt so braucht im Theater. Genau. Dann kommt man hier auch in die, also hier kommt man auch in den Chorgraben immer hin, an den Seiten. Ich will nochmal Türen zumachen eigentlich. Draußen kommt man halt zu den Außenfluren, die jeweils auf jeder Seite sind. Und halt dann in ins Erdgeschoss führen. Hier hinten ist halt noch so ein langgezogener Zusatzraum. Bisschen Garderobe, ein bisschen Lager. Äh, Schränke. Die sind aber jetzt leer, weil ja, Ressourcenverschwendung vielleicht sogar. Deswegen lassen wir das mal so. Ja, sowas, hier Perücken aufbewahren und all so ein Kram halt. Es war leider nicht so viel Platz hier hinten, weil leider war die Zuschauertribünen, die sind dann doch ein bisschen tief gewesen. Auch wenn das Gebäude echt groß ist, aber der Platz ist dann doch ein bisschen rar. Dann gehen wir nochmal kurz in die zweite, zweite, naja, nächste Etage. Da hat man halt nochmal diese Zuschauerränge hier. Ja, nichts Besonderes. Ähm, können wir den Kronleuchter angucken. Ja, die Lampen, das sind halt die aus dem Schloss jetzt, die neuen. Und halt mit Ketten runtergelassen. Also nichts Besonderes. Und das hier sind diese Musikhalter. Ich weiß nicht, ich fand, die geben irgendwie so ein gutes Gestell halt für so einen Kronleuchter. Und passen halt auch farblich halt zu den Halterungen von den Lampen. Also ist schon nicht schlecht. Und die roten Banner sind nicht schlecht. Habe ich zwar jetzt nicht so viel verwendet, aber ich weiß nicht, haben irgendwie auch witzigerweise auf den Maßen hingepasst. Ja, dann können wir nochmal hier gucken. Also hier halt die königliche Loge. Ein Diener, ein paar Wachen auf alle Fälle. Unten stehen auch noch ein paar Wachen und auch im ganzen Gebäude verteilt. Hat auch einen extra Treppenaufgang hier. Weil Sicherheit und so. Genau. Und auf der Etage gibt es halt auch nochmal ein paar mehr Klos und sowas. Und ja, was man halt so braucht. Dann haben wir hier noch eine Abstellkammer, weil, keine Ahnung, mir die Ideen ausgegangen sind. Kleiner Pauseraum halt für die Angestellten. Ne? Hier draußen kommt man halt jeweils auf die kleine Terrasse. Drüben auch. Auf der gegenüberliegenden Seite, also da ist auch nochmal hier so ein Bad, ist das Büro von der Bardin. Die ist ja unten hinter der Bühne aufgestellt aktuell. Ob ich die da lasse, weiß ich gerade gar nicht, weil ich glaube, sobald ich was herstellen müsste von ihr, dann muss ich die eh umsetzen. Ups, Tür. Und hier oben haben wir halt noch eine Küche. Halt, keine Ahnung. Ich dachte mir halt, bei so einem großen Gebäude kannst du halt auch so eine Küche noch einbauen. Ähm, aber mittlerweile kann man da ja auch viel machen. Ich glaube, das ist noch relativ wenig, was da geht. Leute, die bauen dir ja alles irgendwie aus irgendwelchen Props oder Assets nach. Von daher, aber ich bin da immer ein bisschen einfach unterwegs. Aber ich glaube, ist okay. Besser als nichts.
Und hier drüben haben wir noch einen ganz kleinen Speisesaal. Also nichts Weltbewegendes hier mit einer riesigen Terrasse halt auf dem Gebäude immerhin. Einer kleinen chilligen Ecke hier mit Ofen. Und ja, hier draußen hat man halt auch einfach eine Terrasse und auf alle Fälle einen geilen Ausblick hier. Später mal über die ganze Stadt. Ebenfalls im Ostbereich. Fehlen halt nur so ein paar tausend Häuser. Aber naja. Vielleicht wird der Tag eines Tages da sein, an dem sie gebaut werden. Und halt hier der Schirm. Keine Ahnung. War einfach so eine Idee. Manchmal muss man einfach nur Ideen umsetzen. Genau. Ich finde die Ballisten echt geil. Wenn es die nur in anderen Positionen gäbe, so nach oben zeigend und noch so Katapulte, die nicht kaputt wären. Es gibt ja Katapulte im Tool, aber die sind halt alle kaputt und das ist halt so, semi-geil. Willst du machen? Ja, genau, hat man hier oben nochmal so einen kleinen Ausblick hier. Und Türme kommt man auch hoch. Ich glaube, das war's eigentlich soweit von dem neuen Zeug. Ich würde sagen, wir drehen nochmal eine kurze Runde über die Stadt. Für alle, die jetzt mal so ganz neu dabei sind. Das macht man ja auch viel zu selten. Ich meine, ich mache ja meistens die Videos, dass sie nur so punktuell sind. Und solange ich ja mein Tool nehmen kann, kann ich ja hier rumsegeln. Leider geht die Orbitalkamera nicht, sonst könnte ich auch kleinere Kamerafahrten machen und sowas. Aber leider geht das aktuell noch nicht wieder. Also der riesige Palastbereich hier. Was mich echt stört leider, ist halt dieses Gerendere ständig hier. Wenn wir das mal irgendwann in den Griff bekommen, das wäre richtig geil. Vor allem im Fliegen merkt man es halt krass, dass das Spiel da echt Probleme teilweise hat. Wenn du zu weit weg bist. Ja, Fläche habe ich auf alle Fälle mehr als genug noch. Muss ich nochmal beten dafür, dass ich nicht noch mehr Bugs bekomme. Weil das ist echt ätzend. Die letzten zweimal mit dem Bug, wo ich nichts abreißen konnte, war echt für den Arsch. Aber ich denke mal, mittlerweile sieht man auch, dass es eine Stadt werden soll. Auch wenn auch super viele Lücken da sind und viel gemacht werden muss. Es geht voran. Stück für Stück geht's voran. Ah ja, hier sieht man übrigens nochmal, ich habe ja auch nochmal so einen neuen Turm dran gesetzt, weil ich den Turm da hinten ja in die Mauer eingebaut habe, weil das Theater so breit geworden ist. Und ich habe mal die Bögen verwendet. Also ich sag mal so, es geht. Farblich auch. Was mich ein bisschen eher stört, statt die Farbe, ist eigentlich, dass die Dinger so klobig sind. Das ist eine schmalere Variante, wäre da echt geil gewesen. Irgendwie, ich meine, es gibt zwar eine große und eine kleinere Variante, aber die sind halt alle so riesengroße Klötze. Da kannst du halt für so ein feines Gewölbe, kannst du da eigentlich nichts machen, leider. Ah ja, und ich habe den Berg hier abgerissen, überwiegend. Der war ja hier bis an die Mauer hier dran. Also, wo ich jetzt so hingucke, so hier, da war ja der Berg, das ganze Gebiet hier. Das habe ich alles weggerissen. Das ging mir so auf den Keks, dass der Berg so nah an der Mauer war und der Berg war ja auch höher als die Mauer selbst. Dann habe ich ihn auch mal weggerissen, das Ding. Ich finde, das ist jetzt auch viel besser von der Logik her mit der Mauer hier und dass hier die Ebene ist. Ich meine, das
der Berg da ist und so, kann ich jetzt auch nicht ändern. Man kann halt nicht alles ändern. Sei es drum. Man muss das Beste draus machen, was man hat. Irgendwann brauche ich wahrscheinlich mal eine bessere Grafikkarte hierfür, wenn ich hier mal rumfliegen will. Ich hab bestimmt gar keinen Bock mehr sonst hier bald. Na gut, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Immer fleißig gucken und so. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und dann würde ich sagen, tschüss und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.